Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Heute habe ich wieder ein ganz tolles Plätzchenrezept von der lieben Ljubizica für euch. Und zwar mache ich sogenannte Wespennester bzw. Witwenküsse. Das sind super leckere Baiser-Plätzchen mit karamellisierten Mandeln und Schokolade und sie schmecken wirklich unwiderstehlich gut. Als erstes rösten wir die Mandelstifte mit einem Esslöffel Zucker, bis der Zucker karamellisiert ist und die Mandeln goldbraun geworden sind. Damit die Mandeln nicht in der heißen Pfanne weiterrösten, gebe ich sie auf einen Teller und lasse sie abkühlen. Als nächstes brauchen wir 100 Gramm fein geriebene Bitterschokolade. Ihr könnt die Schokolade entweder reiben oder aber wie hier im Multizerkleinerer fein hacken. Beim Hacken wird die Schokolade zwar nicht ganz so fein wie beim Reiben, aber dafür schmeckt man sie später intensiver heraus. Für das Baiser brauchen wir 3 mittelgroße Eiweiße. Die Eigelbe bewahre ich im Kühlschrank auf und verwende sie entweder für andere Plätzchenrezepte oder für eins meiner Brioche-Rezepte, die ich euch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinke. Die Eiweiße schlage ich mit einer Prise Salz schaumig auf und füge dann erst das Vanillinzucker hinzu. Damit die Kekse nicht verlaufen und flach werden, empfehle ich euch, den Eischnee jetzt so weit aufzuschlagen, bis er richtig steif ist und dann unter Rühren nach und nach den Puderzucker zuzufügen. Anschließend sollte das Baiser noch ungefähr 3 bis 5 Minuten auf höchster Stufe weiter aufgeschlagen werden, damit es richtig schön dick und fest ist. Anders als im Originalrezept gebe ich noch etwas Orangenabrieb in die Meringue. Wer das nicht mag, kann es aber auch weglassen. Jetzt müssen die Mandeln, die Schokolade und etwas Zimt vorsichtig unter das Baiser gehoben werden. Auf keinen Fall darf man hier zu stark rühren, weil sonst zu viel Luft entweicht und die Kekse sehr flach werden. Ich habe mir überlegt, das Baiser mit einem Spritzbeutel aufzuspritzen. Ihr könnt es aber auch einfach mit Hilfe von 2 Löffeln oder einem Eisportionierer einteilen. Wer möchte, kann das Baiser auf Backplatten setzen, es funktioniert aber auch ganz ohne, wenn ihr es einfach auf Backpapier backt. Wie das genau aussieht, zeige ich euch gleich. Da ich das Eischnee nicht ganz so steif aufgeschlagen habe, sind meine Kekse hier schon etwas verlaufen. Denkt also daran, dass es richtig dick und fest sein sollte, bevor ihr die restlichen Zutaten unterhebt. Dann werden die Wespennester auch voluminöser. Gebacken habe ich die Kekse bei 180 Grad Ober- und Unterhitze und zwar ungefähr 15 Minuten. Nach dem Backen sind die Kekse noch sehr weich und zerbrechlich. Vor allem, wenn ihr sie ohne Oblaten macht, solltet ihr sie unbedingt vollständig abkühlen lassen. Dann werden sie fester und lassen sich einfacher vom Backpapier lösen. Uns haben diese Baiser-Plätzchen so gut geschmeckt, dass ich sie diese Woche schon 3-mal gebacken und verschenkt habe. Probiert es unbedingt mal aus. Vielen Dank an die liebe Ljubizica für dieses tolle Rezept.